Liebe Studierende, liebe Interessierte, wir als ÖH widmen uns in diesem Semester dem Thema Barrieren am Campus. Wir werden jede Woche einen Clip veröffentlichen, in dem wir mit Studierenden über diverse Barrieren in ihrem Studienalltag sprechen. Heute haben wir das Thema Studieren mit Hörbeeinträchtigung. Ich bin Kathi und mein Interviewpartner ist Sascha. Hallo. Lieber Sascha, wir sprechen diese Woche über das Thema Studieren mit Hörbeeinträchtigung. Wie viele Personen mit Hörbeeinträchtigung gibt es in Österreich und wie viele davon studieren an unserer Universität? In dem Punkt kann ich mich nur auf eine Zahl berufen, die der österreichische Schwerhörigenbund veröffentlicht hat. Und die spricht davon, dass österreichweit 1,9 Millionen Menschen eine Hörschädigung haben. Wie viele Studierende jetzt hier an der Uni von einer Hörschädigung betroffen sind, kann ich nicht sagen, weil das doch ein großes Manko ist, über eine Hörschädigung zu sprechen. Unabhängig jetzt, ob du jung oder alt bist, eine Hörschädigung ist etwas doch sehr Schwerwiegendes, weil es ist ja auch für andere Menschen sehr schwierig, über eine Erkrankung zu sprechen, die sie haben, wo das Umfeld nicht weiß, was die Erkrankung an sich bedeutet. Und Hören ist ja etwas, was zwar im Laufe des Alters auftreten kann, ab dem 50. Lebensjahr. An sich sagt der UN-Welthörbericht, dass das aufkommt und dass die Zahl der Menschen weltweit, die an einer Hörschädigung leiden, bis 2050 ansteigen wird. Das bringt mich auch schon zu dem Thema, was versteht man unter einer Hörbeeinträchtigung und welche Ausprägungen gibt es da? Also man muss zunächst einmal immer die individuelle Hörschädigung sehen. Ich bin zum Beispiel an Taubheitgrenzen schwerhörig, das heißt, ich bin einseitig taub. Das habe ich aber nicht von Anfang an gewusst, sondern erst so allmählich ab den ersten Hörstürzen, die ich gehabt habe, 2011. Und den darauffolgenden ärztlichen Untersuchungen habe ich dann erfahren, dass ich eigentlich einseitig taub bin und somit auf ein Hörgerät und ein Cochlea-Implantat angewiesen bin. Aber es war ein mühsamer Weg, das zu erfahren. Aber es war notwendig. Das heißt, du hast vor Studienbeginn schon gewusst, dass du eine Hörbeeinträchtigung hast? Das hat sich, ich habe 1993 inskribiert und da zu dem Zeitpunkt war das überhaupt kein Thema, dass ich jetzt das hätte. Das habe ich erst seit eigentlich mit meinen mehreren Erkrankungen erst seit 2006 eigentlich erst erfahren. Und ab 2011 ist es dann rapide mit dem Hörvermögen schlechter gegangen. Das heißt, du hast im Laufe deines Studiums auch gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz stimmt oder ja, starke das Verschlechterung? hat sich erst im Laufe der Zeit ergeben, dass da ein Problem ist. Und es ist ja auch sehr schwerwiegend zu merken, dass man nichts hört. Weil ich habe Hörstürze gehabt mit Hämmern, Pochen, Pfeifen, was ich nicht einmal meinen ärgsten Feind wünschen würde, weil du dann, und es war ja auch so, dass ich auch nicht wusste, wie ich meinen Mitmenschen begreiflich machen soll, dass ich jetzt eine Stimme nicht höre, weil ein schriller Ton lauter ist als die gesprochene Stimme. Das stimmt. Und das kannst du dann keinem erklären. Und das ist schwierig. Und wie ist dir dann im Laufe des Studiums ergangen? Hast du die dann informiert? Also hat es da Anlaufstellen gegeben für das Studium mit Hörbeeinträchtigung? Es gibt immer an den Unis die spezielle Behindertenbeauftragte, die sich darum kümmern. Und auch das Sozialreferat hier an der Uni Klagenfurt, wo der Bereich Studieren mit Behinderung ein Thema ist. Und es ist gut, dass es diese Dinge gibt und man muss auch den Mut haben, zu einer Einschränkung zu stehen, weil es hat alles mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun, zu sagen, und man muss sich dann auch auf die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen, die es gibt, im Gleichstellungsrecht allgemein
und auch in den speziellen Bestimmungen des UOG, des Hochschulstudiengesetzes, verlassen können. Das heißt, deine Erfahrungen mit den Anlaufstellen seitens der Universität waren positiv? Da ich mich sehr viel in der ÖH einbringe, habe ich mir angewöhnt, die ganzen Gesetzestexte durchzulesen und einzuarbeiten und kann nur den Leuten ermutigen, sich auf diese gesetzlichen Grundlagen zu berufen, wenn man sie in Anspruch nehmen muss. Das ist einfach notwendig. Und hast du abschließend noch weitere Tipps für speziell auch den Studienbeginn, wenn man schon weiß, dass man eine Hörbeeinträchtigung oder generell eine Barriere hat, mit der man kämpft? Ich kann nur raten, damit offen umzugehen, wenn man ein gesundheitliches Problem hat und zu sagen, ja, ich habe im Laufe des Studiums, ich kann es jetzt nur von mir sagen, einfach gemerkt, es bringt dich nur weiter, wenn du zu dem, was du an Bedarf hast, stehst. Ob ich jetzt ein Hörgerät brauche oder ob ich eine Gehhilfe brauche oder was ich brauche ich so. Und es ist ja auch so, ab einem Grad von 50% der Behinderung, der eingetragen ist, hast du Anspruch auf gewisse Vergünstigungen, wie zum Beispiel Befreiung vom Studienbeitrag. Aber ich habe immer wieder oft das Gefühl gehabt, dass die Leute sich nicht trauen, zu einer Behinderung zu stehen und auch keine Vergünstigung wollten, obwohl sie gesetzlich zustehen, weil sie gesetzlich feststehen. Es gibt ja das Gleichstellungsrecht in Österreich. Und in den Universitäten und auch in der Satzung der Uni steht ja auch ein eigener Bereich drinnen, speziell für Studierende mit Behinderung. Danke, Sascha, für deine Zeit. Im nächsten Video beschäftigen wir uns dann mit Saschas Studienalltag beim Studium mit seiner Hörbeeinträchtigung. Alle unsere Videos findet ihr auf den Social-Media-Kanälen der ÖH sowie im Newsletter. Bis zum nächsten Mal.